Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Was soll ich sagen, die Abstände werden knapper, die Infos werden mehr. Jetzt gibt es die ersten Bilder aus der Masters of the Universe Revelation Serie, aus der Animationsserie, und die möchte ich kurz mit euch zusammen mal anschauen. Bevor wir anfangen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal hier auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein Video mehr, was ich in Zukunft für euch launchen werde. Ja, apropos Video, normalerweise wollte ich heute mal wieder ein Collection-Update-Video machen, euch zeigen, was ich so die letzten Tage wieder bei mir angesammelt habe, was ich von diversen Online-Plattformen oder vielleicht auch aus der Gegend hier aus dem Umkreis bekommen habe. Aber dann hat wieder eine Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe, sag ich mal. Und zwar hat Kevin Smith, hat Mattel bzw. Netflix bzw. Entertainment Weekly, ein riesengroßes Unternehmen, was halt in Amerika immer auf dem neuesten Stand ist, was News in Sachen Showbiz angeht, die ersten Bilder von der Masters of the Universe Revelation Serie online gestellt, und die möchte ich mit euch zusammen jetzt mal kurz anschauen, mal kurz das eine oder andere dazu sagen, wie ich es finde, wie es mir gefällt. Und ja, ganz kurz nochmal die Revelation-Serie, die Details, die jetzt dazugekommen sind. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich die ersten Figuren in Verpackung gezeigt habe. Das blende ich euch hier auch gerne nochmal ein. Könnt ihr nochmal reinschauen. Nach den Bildern hier, die ich euch jetzt aus der Animationsserie zeigen werde, habe ich auch noch weitere Bilder zu den Figuren nochmal. Das nur am Rande gesagt. Ja, da gibt es auch noch zwei Neuigkeiten, die ich nicht in dem alten oder in dem anderen Video halt hatte. Ja, die Revelation-Serie hat jetzt auch ein Startdatum bekommen, und zwar ist das der 23.07. 23. Juli launcht Netflix die neue Masters of the Universe-Serie. 40 Jahre nach der Filmation-Serie bekommen wir was Neues zu den Masters. Ich finde es klasse, ich kann es kaum noch erwarten. Hoffe, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, beziehungsweise bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe es aber, dass die Serie weltweit, also auch bei uns am 23.07. an den Start geht. Meines Wissens nach, schreibt es mal unten in die Kommentare, falls ich falsch liegen sollte, wird es 10 Folgen geben, also die Serie soll wohl abgeschlossen sein. Ja, und auch das, wenn ich das richtig verstanden habe, wird Netflix die Serie nicht an einem Stück rausbringen, sondern auf 2 Teile aufgeteilt. Wahrscheinlich 5 Folgen direkt am 23.07. und 5 Folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Finde ich gut. Ja, ich befürchte, ich würde die Serie, wie heißt das, neumodisch durchsuchten oder binge-watchen oder was auch immer. Und es wäre fertig. Deswegen ist es schön, wenn man sich ein bisschen einteilen kann. Der Grund, wieso sie es vielleicht auf 2, es ist eine Staffel, 10 Folgen, wieso sie es quasi auf 2 Teile aufteilen, könnte für mich vielleicht sein, und das wäre schön, das wäre richtig klasse, dass zum Beispiel Skeletor in den ersten 5 Folgen die Macht an sich reißt. Fände ich total toll. Wie gesagt, kein Spoiler hier, das ist einfach nur mein Denken, was ich gut finden würde, sag ich mal. Dass er in den ersten 5 Folgen die Macht an sich reißt und He-Man und seine Freunde in den Folgen 6 bis 10 dann versuchen, den ganzen Schlamassel wieder auszubaden und Skeletor wieder zu besiegen. Fände ich richtig klasse. Mal schauen, wie es wird. Wie gesagt, die ersten Bilder sind draußen und ich möchte jetzt damit anfangen. Ich möchte euch die Bilder jetzt wiederum einblenden und kurz halt, ja, 1, 2 Sätze zu dem jeweiligen Bild sagen, und wir fangen einfach so an, wie ich die Bilder auch gesehen und gefunden habe. Ja, das erste Bild blende ich euch jetzt ein. Sieht man He-Man auf Battlecat in der Kampfpose beziehungsweise auf dem Weg ins Gefecht. Ich denke mal, er nimmt Battlecat gerade und geht auf seinen Gegner zu, greift ihn an. Es scheint mir zu sein, als ob es im Königspalast ist. Ja, He-Man finde ich in dieser Pose, oder finde ich vom gezeichneten her, vom animierten her, finde ich ihn richtig toll, finde ich richtig klasse auf diesem Bild. Wie gesagt, es sind nur einzelne Bilder, es sind keine Videos bisher rausgekommen, keine bewegten Bilder. Ja. Battlecat, muss ich sagen,
bin ich noch nicht so hundertprozentig vom Kopf überzeugt, auch vom Helm nicht. Da bin ich nicht so ganz warm mit, muss ich sagen. Ja? Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Es gibt eine neue Master-Serie. Ich finde es mega klasse. Ja? Dann möchte ich zum zweiten Bild gehen. Das zweite Bild zeigt auch wieder He-Man und auch hier finde ich He-Man wieder toll. Ich finde ihn klasse. Ich finde auch das Gesicht super. Also es gefällt mir, ja. Also ich habe mir die schlimmsten Sachen ausgemalt. Ich habe Albträume gehabt. Nein, nicht ganz, aber es hätte wirklich schlimmer kommen können, finde ich, ja. Und ich finde diesen He-Man hier wirklich klasse. Gefällt mir. He-Man im Hintergrund. Von den Burgmauern her und auch von der Person im Vordergrund, nämlich der Sorceress in Menschengestalt, gehe ich von aus, dass beide sich da in Castle Grayskull befinden und die Sorceress beschwört gerade einen Zauber oder benutzt ihre Magie. Ja, auch hier finde ich richtig toll. He-Man sieht ein bisschen anders aus, wie ich es halt in der Filmation-Serie habe. Das heißt, er hat noch so ein Teil am Arm, wenn ihr das rechts unten seht. Ja, Armschutz quasi, wie so ein Schild. Ja, die Sorceress sieht eigentlich 1:1, finde ich zumindest halt aus, natürlich ein bisschen moderner, aber 1:1 so aus, wie ich sie aus der Filmation-Serie kenne oder auch von den ja, Vintage-Figuren. Das nächste Bild, muss ich nicht viel zu sagen, glaube ich. Ja, Beastman in Großaufnahme. Beastman sieht auch wieder sehr cool aus, ja, sehr biestig, sehr böse. Die Hauer, die er vorne hat, ja, dieses ganze, wie gesagt, dieses ganze, es sieht aus, als ob er gerade gebückt nach vorne springen will, ja, er sieht richtig breit aus, er sieht bullig aus, finde ich richtig toll. Das muss ich noch dazu sagen, wenn ihr mein erstes Video gesehen habt zu den 4 Figuren, die ich euch gezeigt habe, es war kein Beastman dabei, es war keine Sorceress dabei, also gehen wir mal davon aus, dass die auch kommen werden. So, nächstes Bild. Und da haben wir ihn, Skeletor. Skeletor, der gerade irgendwie Magie oder was auch immer oder vielleicht halt irgendwas entgegengeschleudert bekommt oder selbst irgendwas auslöst. Ja, auch hier den Skeletor. Ich finde ihn toll, ich finde ihn modern, ich finde ihn... Er sieht natürlich anders aus wie in der Filmation-Serie, aber er sieht Gott sei Dank halt auch nicht so Manga-mäßig aus, wie ich es befürchtet habe. Ja, dass sie halt wirklich ja, das Ganze ein bisschen auf Japanisch legen oder wie auch immer, so mehr 2000X-Variante. Das ist so eine Mischung, finde ich. Ja. Es ist nicht eindeutig Vintage oder Filmation, es ist aber auch kein 2000X. Ja, ich finde es ein gutes Mittelmaß und je mehr Fotos ich davon sehe, je mehr Sachen ich über die Revelation-Serie lese, umso mehr gefällt es mir. Finde ich richtig toll. Das nächste Bild, auch hier eine Figur, die noch nicht angekündigt wurde. Und zwar haben wir hier Teela. Teela mit Schwert, auch auf dem Weg ins Gefecht. Sie rennt gerade auf jemanden zu. Der Hintergrund, was ist es? Der immergrüne Wald vielleicht? Ja, ich bin gespannt. Ja, Teela selbst sieht ja auch sehr, wie man sie halt kennt aus, von der Rüstung her. Ist es sehr nah halt an der Vintage-Variante, an der Filmation-Reihe, finde ich. Ja, sie hat ein bisschen mehr Muskeln dran, aber das finde ich gar nicht verkehrt. Ja, Teela ist halt kein Püppchen, sondern das ist eine Kämpferin. Finde ich auch richtig toll. Sie guckt ein bisschen grimmig. Ja. Ich hoffe mal, dass es diese Filmation-Serie bisschen, ja, wie soll ich sagen, in den Hintergrund drängt, ja, weil in der war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich hoffe, dass es hier ein bisschen düsterer zugeht, ja, in der neuen Netflix-Serie. Ich bin echt gespannt. Das wäre Teela. Nächstes Bild könnte aus der gleichen Szene vielleicht stammen, ja, auch im Hintergrund wieder Blumen, Wiesen, Bäume, ja, und im Vordergrund halt He-Man. Auch hier finde ich richtig klasse. He-Man Zauberschwert in der Hand, beide Hände ums Schwert gepackt und auf ins Gefecht. Ja, auch hier gehe ich davon aus, er geht gerade auf seinen Gegner zu. Ja, und ja, auf ins Gefecht. Finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse. Ja, freue mich auf die bewegten Bilder. Dann kommt eine Figur, auch die, oder beziehungsweise die wurde angekündigt und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, von den angekündigten Figuren bisher mein Favorite, weil ich finde den richtig, richtig toll. Ja, und das ist Mossman. Mossman
Hat mir in den Vintage-Figuren schon super gefallen, gibt es bei den Origins noch nicht. Ja, aber jetzt bei der neuen Netflix, bei der Revelation-Serie, ist er als einer der ersten Figuren angekündigt worden und das Design ist mal komplett anders, wie ich es halt von der Vintage-Variante kenne, aber ich finde es im Positiven. Ja, ich finde diese Mossman-Figur richtig klasse und das spiegelt halt auch das Bild aus der Animationsserie wieder. Ja, er hat überall Äste, er hat Laub, ich finde ihn einfach total toll. Er guckt grimmig, ja, er sieht nicht aus wie, das finde ich auch toll, er sieht nicht aus wie ein abgekupferter Beastman, ja, sondern es ist eine eigenständige Figur und das finde ich richtig, richtig klasse. Also wie gesagt, bei dem bin ich sehr, sehr positiv angetan. Das Bild oder das nächste Bild hier, was ich eingeblendet habe, gibt mir so ein paar Rätsel auf. Ja, es sind 3 Figuren auf dem Bild. Ich gehe davon aus, 3 Figuren auf dem Bild, die noch nicht als Figur angekündigt wurden. Ja, Evelyn wurde ja angekündigt. Ja, auch hier, Evelyn ist ein bisschen kräftiger, hat ein bisschen kräftige Oberarme, ein bisschen trainiert, finde ich aber auch nicht verkehrt. Dann habe ich, denke ich mal in der Mitte, dass ich da Teela habe. Ja, die halt ein bisschen mal andere Klamotten anhat. Auch das soll ja mal gestattet sein. Ja, immer in so einem kleinen, engen Ding rumzulaufen, ist ja auch nicht das Wahre. Zwischen Teela und Evelyn sehe ich Roboto. Roboto mit einem Poncho an, finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Genauso wie ganz links außen Orko, finde ich auch etwas sonderbar, die Figur, aber nicht im Negativen. Ja, ich finde ihn toll, so wie er da ist. Man muss immer bedenken, es ist einfach nur ein Screenshot aus der Serie. Ja, ich kenne die Hintergrundgeschichte nicht. Ich weiß nicht, was vielleicht passiert ist in der Zwischenzeit. Ja, zwischen Filmation-Serie, die ja quasi, oder die Netflix-Serie, die ja quasi an die Filmation-Serie anknüpfen soll. Ja, so ist es zumindest bekannt gegeben worden. Ja, sprich, ich spiele halt auch danach und wer weiß halt, was halt vielleicht mit dem Orko passiert ist. Ja, oder vielleicht ist es gar nicht Orko, es sind viele, man kann viel munkeln. Ja, wir werden es ja bald sehen. Die Dame neben Orko, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Vintage-Sammler. Ja, ich bin mit den Vintage-Figuren in den 80ern aufgewachsen. Ich kenne die Classics jetzt nicht ganz so, muss ich gestehen. Ja, die 2000X waren auch nicht so hundertprozentig meins. Von daher, ich bin mir nicht sicher, gibt es diese Figur? Könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das sein soll. Ich kenne sie gar nicht. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist nur ein Bild. Ja, ich bin auf die Serie gespannt. Das nächste Bild gibt mir auch ein paar Rätsel auf, denn wie eben gesagt, diese Serie soll eigentlich an die Filmation-Serie aus 1980 bzw. aus den 1980er Jahren anknüpfen. Dann frage ich mich, wie kann man das mit diesem Bild hier vereinbaren? Ja, denn in der 80er Filmation-Serie war He-Man und Prince Adam ein und dieselbe Person. Das heißt, die haben auch genauso ausgesehen, außer dass sie andere Klamotten angehabt haben. Ja, hier sehen wir jetzt wahrscheinlich einen Prince Adam, der wirklich im jugendlichen Alter ist, der das Schwert in die Höhe reckt. Ja, das erinnert mich wieder mehr an die 2000X-Variante, wo es auch einen jungen Prince Adam gab. Aber nochmal, wie gesagt, ist es nur ein Bild. Vielleicht ist das ein Traum, vielleicht ist das eine Vorgeschichte zu der Filmation-Serie noch. Vielleicht ist es eine Zeitreise, was auch immer, man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ja, es ist nicht negativ gemeint. Ja, ich bin komplett unvoreingenommen, was das angeht. Ich lasse mich da sehr überraschen und ja, bin gespannt. Ansonsten erscheint hier, so wie es halt aussieht, die Zauberkraft heraufzubeschwören. Ja, der Hintergrund ist farbenfroh, sieht aus, als ob da Nebel aufzieht oder was auch immer. Ja, dass er vielleicht das erste Mal halt bei der Macht von Grayskull ruft. Ich bin gespannt. Dann haben wir noch ein Bild. Ja, und das war es dann auch schon, was ich euch präsentieren möchte. Und zwar nochmal beide Kontrahenten direkt gegenüber miteinander auf einem Bild. Ich habe hier He-Man rechts, ich habe Skeletor links. He-Man mit dem Zauberschwert, Skeletor mit dem wahrscheinlich Widderstab, man sieht ihn nicht ganz. Ja, und beide kämpfen wieder, scheint auch wieder ein Bild aus dieser Szene zu sein, wo ich ja vorher schon He-Man und Teela gesehen habe. Sprich halt, ich habe den Wald im Hintergrund. Ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es die immergrünen Wälder sind oder vielleicht vor dem Palast oder was auch immer halt, ja, der Garten, der Wald. Ja, auf jeden Fall, sie kämpfen miteinander, sie stehen Auge in Auge gegenüber und das finde ich
toll. Ich finde es einfach toll. Ich finde es klasse, dass es eine neue Serie zu den Masters of the Universe geben wird. Ja, das waren die Bilder, die ersten Bilder, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, ja, die einen Teaser, die einen Vorgeschmack geben sollen auf die neue Serie, die am 23. Juli auf Netflix online geht. Hoffentlich auch in Deutschland, hoffentlich auch hier bei uns. Wenn ihr da mehr wissen solltet, vielleicht, wenn das Video ausgestrahlt wird oder wenn ihr das Video seht, gibt es mit Sicherheit schon wieder neue Neuigkeiten. Ja, vielleicht ist es dann auch schon alles gefixt und es gibt noch mehr Infos. Ja, trotzdem, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwo was gehört habt, dass am 23. das Ganze weltweit startet oder nur in den USA oder vielleicht, wie gesagt, hoffentlich auch bei uns zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Dann, was ich noch habe, ist, wie gesagt, ich habe in meinem ersten Revelations-Video ja die Figuren in Box gezeigt, also in der OVP. Und da sind jetzt noch 2 Figuren dazugekommen. Die sind auch dann gestern quasi mit den Screenshots fast zeitgleich gelauncht worden. Ja, und zwar gibt es eine Figur von Battlecat. Den möchte ich euch jetzt auch nochmal einblenden. Ja, und zwar Battlecat einmal in, ja, wie soll ich sagen, in der Verpackung selbst. Ja, da muss ich auch wieder sagen, gefällt er mir nicht ganz so gut. Ja, ich komme mit dem Helm nicht so ganz klar. Das sieht alles mir ein bisschen schmal aus. Ja, vielleicht ist das wirklich halt nur auf dem Bild und wenn ich ihn halt in Natura sehe oder die Verpackung in der Hand habe, denke ich, boah, was ein Brocken. Ja, was mich ein bisschen noch irritiert, die Verpackung ist ansonsten wieder genauso aufgebaut wie halt auch bei den anderen Figuren, die ich euch schon gezeigt habe, auch. Ja, aber auf der Verpackung, wie ihr unten rechts seht, ist ein Deluxe-Zeichen. Ja, und da bin ich nicht sicher, was das bedeuten soll. Da habe ich nichts zu gefunden. Heißt das, es gibt noch eine andere Battlecat-Variante, die vielleicht nicht Deluxe ist, aber was ist dann da anders da? Nichts Genaues weiß man nicht. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare damit. Würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es noch eine Figur, da blende ich euch jetzt das nächste Bild nochmal ein. Und zwar ist das Skele-God. Skele-God. Ja, also Skeletor in einer anderen Rüstung, in einem anderen Design, wo ich ja jetzt spekulieren kann, ja, dass diese Figur oder dass es dieser Skeletor, wenn ich mir den mal genau anschaue, ja, sehe ich, er hat anscheinend das Zauberschwert in der Hand. Raum für Spekulation. Ja, er hat einen Umhang, der aus Stoff ist, so wie es aussieht. Das finde ich schon mal richtig toll, wenn das denn so ist. Aber wie Hauptaugenmerk das Zauberschwert, was er in der Hand hat. Er hat, wenn man den Helm oder den Kopf anschaut, hat er Widderhörner. Ja, ob das von seinem Widderstab ist, dass es irgendwie verschmolzen ist oder wie auch immer. Und ganz besonders finde ich seine Brust, das Zeichen auf der Brust. Ja, es ist ein ähnliches Emblem, wie es He-Man auf der Brust, auf der Rüstung hat. Ja, auch wieder nur meine Spekulation, was es sein könnte. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, was ich am Anfang schon erwähnt habe, dass Skeletor innerhalb dieser Serie die Macht ergreift. Endlich mal. Ich meine, nach 40 Jahren ewigem Anrennen dürfte es ihm ja einmal vergönnt sein, vielleicht auch mal Castle Grayskull zu erobern, wenn He-Man es ihm dann halt in den nächsten 5 Folgen wieder entreißt. Und in diesem, ja, dieses Bild, sage ich mal, würde halt deuten, dass Skeletor halt, ja, der Herrscher von Eternia, der Herrscher von Castle Grayskull ist und damit halt auch dieses Emblem auf der Brust halt eingebrannt bekommen hat, was auch immer, was He-Man vielleicht auf der Rüstung hat. Könnte sein. Es bleibt spannend. Ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt. Ja, wann die nächsten Fotos, wann die nächsten Bilder, wann die nächste, ja, die bewegten Bilder vielleicht rauskommen. Ja. Ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz. Es gibt noch ein weiteres Bild von He-Man. Das ist ein neues Bild von He-Man außerhalb der Verpackung. Das möchte ich jetzt auch noch mal kurz einblenden. Ja. Da sieht man noch mal ganz genau, es heißt ja auf der Verpackung, die Figur hat 30 Artikulationspunkte. Das heißt, ich kann die irgendwie kreuz und quer in alle Himmelsrichtungen irgendwas drehen, bewegen, was auch immer. Ja, und ich sehe oberhalb oder unterhalb des Fells, unterhalb der Hose,
oberhalb des Schenkels sehe ich nochmal, dass anscheinend halt auch die Beine mehrmals gedreht werden können. Finde ich für die Auspacker natürlich super, das heißt mehr Posen, mehr Möglichkeiten, die Figur halt irgendwie in Pose zu stellen. Das Gesicht finde ich jetzt in diesem Bild halt auch gar nicht mehr so schlimm wie in dem ersten Bild, wie in dem verpackten Bild. Wie gesagt, das kann alles sein, dass das sich alles noch ändert und in Natura dann richtig cool aussieht. Was mir nicht ganz so gefällt, muss ich sagen, ist der Stiefel und der Lendenschurz. Ja, der Lendenschurz bei den Origins zum Beispiel ist er sehr, sehr knapp. Da sieht es aus, als ob die Figuren alle Hotpants anhaben. Und hier sieht es aus, als hätte er sich halt irgendwie ein halbes Jahr nicht rasiert unten. Finde ich ein bisschen zu viel, aber auch das, wie gesagt, ist nur meine Meinung und könnte vielleicht auch wenn die Figur ausgeliefert wird, auch vielleicht anders da wirken. Und das Zweite, was mir da nicht ganz so gefällt, ist der Stiefel, ja, ist der Schuh unten. Ja, er hat Absätze und das habe ich bei He-Man noch nicht gesehen. Also eigentlich hat er so Felllatschen an. Ja, und hier sieht es aus, als hat er, ja, entweder will er sich größer machen oder will bequemere Schuhe tragen. Ja, es sieht halt unten aus, als hätte er wirklich irgendeinen Halbschuh, irgendeinen Stiefel an. Ja. Naja, lassen wir mal so dahingestellt. Es gibt noch ein weiteres Foto von He-Man, auch das kommt jetzt. Und da finde ich wiederum das Gesicht nochmal in Nahaufnahme. Und da finde ich ihn wirklich toll. Ja, ich finde ihn wirklich toll in diesem Bild. Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, würde ich sagen, so soll er aussehen. Ja, das finde ich richtig klasse. Das Gesicht, dieses Sculpt, ja, finde ich richtig cool. Ja, es ist was, finde ich, für die Fans der ersten Stunde, wie auch für neue Fans. Ja, der sieht nicht komplett behindert aus, ja, wie es schon die ein oder andere He-Man-Figur vom Gesicht her war. Abgesehen von dem Vintage-One, ja, ist es halt schwer, ein Gesicht zu treffen, was jedem gefällt. Ich finde, das hier hat Potenzial dazu. Ja, finde ich richtig, richtig gelungen, kann man sagen, ja. Ja, das soll es mit den ersten Eindrücken gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch daran teilhaben lassen, was ich so gefunden habe jetzt. Und möchte euch nochmal zwei Sachen noch. Ich möchte euch auf mein Gewinnspiel nochmal hinweisen, was noch bis diesen Sonntag einschließlich läuft. Ja, also schaut da mal rein, da gibt es auch was für die von den Masters of the Universe zu gewinnen. Ja, und das nächste ist, ich hatte ja mal vor kurzem schon mal eine Roomtour angekündigt, die ich machen wollte. Die ist nicht vergessen. Ich bin an der Arbeit dran. Ja, ich möchte nur, dass diese Roomtour halt quasi ein Erlebnis wird. Ich möchte nicht einfach so dahingerattert einfach jedes Regal ganz schnell durchgehen und euch das dann zeigen und präsentieren. Ja, die Roomtour kostet mich ein bisschen Zeit, gibt mir noch ein bisschen. Ja, das Ganze soll toll werden. Eventuell wird es auch in 2 oder 3 Videos aufgeteilt werden. Nur damit ihr wisst, ja, ich habe es euch versprochen und das halte ich natürlich auch ein. Ja, dann mein Fazit, oder beziehungsweise bin ich auf euer Fazit gespannt. Meins kennt ihr ja schon. Ich bin recht begeistert von den Figuren als auch von den ersten Bildern aus der Serie. Schreibt mal unten rein, wie gefällt es euch? Wie gefallen euch die Figuren? Was sagt ihr zu Skelegott? Was sagt ihr zu dem Battlecat? Ja, wie findet ihr die ersten Bilder zur Animationsserie? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video gerne. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht mehr von mir. Und ich wünsche euch noch alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video, euer Retrohauner.